find your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Holzarbeiten, Blechbearbeitung, Schweißen, Löten, Seile spleißen, Drehen, Sattlerarbeiten, Bespannen, Rohrbiegen, Elektrik, Flaschenarbeiten, Rahmenbau, Verspannungen, Beplankungen, Zimmerei, Schlosserei, Schmiede. Ganz zu schweigen von Dingen wie historischen Forschungen, Rekonstruktion, Materialprüfung, Materialbeschaffung, Vorrichtungsbau, Logistik, Und all das können wir euch hier zeigen. Eines der nächsten Dinge, denen ich mich annahm, war die Lackierung des Grundgerüstes. Hier sind wir auch dem Original gefolgt. Der Originalgriff in England zeigt eindeutig, wie die Farbschichten nacheinander aufgetragen wurden. Zuerst folgte Schwarz, dann ein Weißgrün und darüber ein Olivgrün. Allerdings ein deutlich helleres als das bei Fokker verwendete. Der Farbauftrag erfolgte wie damals auch, mit dem Pinsel. Es gab bei Kleinteilen wie diesen in der Regel zwei Verfahrensweisen. Das eine war das Streichen mit Pinsel und das andere war das Tauchen in Tauchlacken. Wie die Farbzusammensetzung damals war, lässt sich nur anhand einer chemischen Analyse feststellen. Darauf haben wir bislang verzichtet. Es ist aber davon auszugehen, dass es sich auch hierbei um Kunstharzlacke handelt. Das Streichen von Hand ist natürlich ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Aber man muss dabei bedenken, dass die Arbeitsleistung des Einzelnen damals eine billige Sache war. Außerdem, wer streicht, schaut sich das Teil auch an. Ein geschlossener Farbauftrag ist damit also garantiert. In der Massenfertigung wird natürlich das Tauchbad vorgezogen. Große Flächen wurden auch damals gesprüht. Und hier noch einmal zur Veranschaulichung die Sequenz des Farbauftrages. Das blanke Metall, Rostschutz in Schwarz, Weißgrün und darüber das abschließende Olivgrün. Es folgt der Bau des Gashebelgehäuses. Dieses wird zunächst roh ausgeschnitten. Anschließend werden die Durchführungen für die Baudenseile gebohrt, die Ansätze für die Baudenkabeltüllen aufgebohrt und das Ganze entgradet. Im nächsten Schritt werden die Gewinde geschnitten, mit denen die Federspanner im Gehäuse festgemacht werden. Wer noch nie gesehen hat, wie sowas funktioniert, hier das Beispiel. Ansetzen des Gewindebohrers und langsames Eindrehen. Vorsichtig und gleichmäßig wird das Gewinde so geschnitten. Im nächsten Schritt erfolgt das Ausdrehen des Gehäuses. Damit wäre der Rohling fertig. Es ist besonders beeindruckend, das mit dem Originalteil zu vergleichen, denn dieses wurde sogar noch grober gefertigt. Kamera gucken. Die erste Tätigkeit diesen Samstagmorgen war das Heraustrennen der rostigen Teile aus dem Behälterfach für den Ersatzreservekanister.
Und im Innenraum an den unzugänglichen Stellen schuftete die arme Gabi mit der Drahtbürste von Hand, um den ganzen Rost und Dreck abzukratzen. Harte Arbeit und Gabi schaut damit zuweilen ganz schön in die Röhre. Und während Gabi sich wirklich reinkniet und schwer schuftet, Pause machen. erledigt Franz Josef: Wieder mal die niederen Arbeiten. Ja, Staubsaugen ist nicht nur Frauengeschäft. Und am Fach für den Verbandkasten fehlte außerdem noch eine weitere Stützstrebe. Diese Seitenwand wurde extra angefertigt und eingesetzt. Ich sehe überhaupt nichts. Vergiss es, hey. Kann ich gerade ohne Schweißen. Scheißdreck. Bei 15 Grad minus in der Werkstatt hat der Mann nicht so viel geflucht wie jetzt, wenn einmal die Sonne scheint. Ja, dann macht er die Schrott. Kannst du denn jetzt Blech abholen? Und weiter geht's. Bevor der Kübel für den Benzinkübel im Kübel geschlossen werden kann, macht auch Gabi hier alles schön ordentlich sauber. Und währenddessen... Nix passt. Aber dann ist es soweit. Das Unterblech für den Benzinkanisterkübel, Behälterkübel im Kübel Zündhölzchen. wurde fertiggestellt Na, Gott's wieder nicht, hä? So sieht's aus. und konnte eingepasst werden. Gar nicht so einfach, ein gerades Blech an die krummen Gegebenheiten im Auto anzupassen. Feierabend für heute, hä? Na, Herrgotts! Ein neues Feuerzeug wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ihr sollt nicht fluchen. Eure Kinder lernen das. Stück für Stück, ganz langsam, wurde die Naht gezogen, bis das Blech an seinem Platz war. Sieht ordentlich aus. Bin zufrieden. Das Gelb am Auto gewinnt langsam die Oberhand. Und so stellt sich auch wie jeden Samstagabend die Frage, was gegessen werden soll. Oh, ein Ross, ein Gyros. So wie Eddie Murphy. Was hat er gesagt? Oh, ein Bett, ein Tibet. Naja. Und vorne noch verschleifen. Nein, ich will heute nicht mehr verschleifen. Genug getan. Arschlecken. Feierabend für heute. Hm? Das Aufräumen auch noch filmen. Das will die Leute aber gleich nicht sehen. Da. Was die Leute sehen wollen und was nicht, bestimme ich. Das muss alles seine Ordnung haben. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Franz Josef sagen hören wollen. Genug getan. Arschlecken. Feierabend für heute. Hm? Klingt komisch, ist aber so. Und jetzt wird gekübelt. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Der grinst. Hallöchen. Heute mal etwas Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, weil ich euch heute ein Projekt vorstellen möchte, das eigentlich schon seit 10 Jahren bei mir in der Warteschlange liegt. Begonnen habe ich das vor 10 Jahren und ich habe es dann lange liegen lassen. Zugegeben, das kleine Ding hier ist ja nur ein Modell. Aber es dient mir als Anschauungsstück und als Motivationselement. Ich freue mich dran, wenn ich das sehe, und ich möchte das in groß haben. Und aus dem Grund werden wir ihn bauen.
im Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte hier in Weschenbeuren. Warum, kann man fragen, möchte man sich einen Panzer bauen? Die Antwort ist einfach. Ich habe ca. 20 Flugzeuge in Handarbeit hergestellt. Flugzeugbau ist das Ultimative in Leichtbau. Man möchte mit dem geringsten Materialaufwand die größtmögliche Festigkeit erzielen. Flugzeuge bauen ist für mich keine Herausforderung mehr. Das kann ich. Die fliegen. Das habe ich bewiesen. Ein Mann braucht aber eine Herausforderung. Und so geht es mir auch. Ich möchte irgendwas tun, wovon ich keine Ahnung habe, nur einfach um gefordert zu sein. Und das absolute Gegenteil vom ultimativen Leichtbau im Flugzeugbau ist eben nun mal der Schwermaschinenbau. Und da ich ohnehin eine Affinität zu Militärfahrzeugen habe, kam mir der Gedanke, einen Panzer zu bauen. Und dieses kleine Ding, dieser tschechische Panzer, Aufklärungspanzer, leicht, Sonderkraftfahrzeug 140-1 auf der Basis des tschechischen Panzerkampfwagen 38T bietet sich hier an. Das Fahrzeug ist klein, gerade mal so groß wie ein großer PKW heute oder ein sogenannter SUV. Es ist leicht, es wiegt nur ca. 9 Tonnen. Die Kleinteile davon sind also handhabbar. Und das Schöne daran ist, das Fahrzeug ist größtenteils aus geraden Platten gefertigt, die geschraubt und genietet sind. Das einzigste wirkliche Problem ist die Beschaffung der Technik, der Antriebstechnik, Motor, Getriebe, Seitenvorgelege, Laufrollen. Ein Anfang ist gemacht, wir haben schon die ersten Teile, die liegen schon seit Jahren bei mir rum. Das Projekt ist offen zur Teilnahme für jeden, der daran Interesse hat. Ihr könnt euch gerne einbringen. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt Ideen liefern, ihr könnt eventuell suchen, wo es Teile gibt, die wir brauchen. Kettenglieder, Laufrollen, Hetzer bietet sich an als Teilespender. Eventuell weiß jemand, wo Hetzerteile sind. Ebenso mit dem Praga-Triebwerk. Das Schöne ist, diese Triebwerke wurden ja bis in die 60er, 70er Jahre hinein in Lastkraftwagen noch verbaut. Dasselbe mit den Seitenvorgelegen, in Raupenschleppern in der Tschechei verbaut gewesen, fast baugleich noch. Wenn jemand hier Quellen auftun kann, ist er gerne willkommen, sich bei uns zu melden und einzubringen. Was wir bis jetzt haben von dem Fahrzeug, will ich euch nun kurz zeigen. Was ihr hier am Boden liegen seht, sieht zwar nach nichts aus, ist aber ein guter Start. Letzten Endes sind die Teile hier ausgebreitet in der Originalgröße des Fahrzeugs. Sie geben also einen guten Eindruck davon, wie groß das Auto nachher tatsächlich wird. Dies sind die Aufnahmen für die Schwingarme der Achsen. Komplizierte Gussteile, deren Beschaffung nicht einfach war. Es handelt sich hierbei um Originalteile, die nie in einem Fahrzeug verbaut gewesen sind. Sämtliche Löcher zur Befestigung durch die Nieten fehlen noch. Die Träger für die Rücklaufrollen, Abschlepphaken sowie die Panzerplatten zur Abdeckung des Motorraumes und der Lufteinlass sind ebenfalls schon vorhanden. Und hier bringt der Duster Licht ins Dunkel der Größenverhältnisse. Wie ihr seht, wird das ein recht kleines Panzerfahrzeug. Und außerdem sind gerade die Gyros gekommen, von denen vorher gesprochen wurde. Sind noch warm, glaube ich. Ohne Mampf kein Kampf und daher erstmal guten Appetit. Bis wir mit unserem Wagen tatsächlich fahren können, spielen wir im modernen Zeitalter eben War Thunder.